Vor einigen Tagen habe ich diesen Ton in der Natur entdeckt. Schauen wir mal, für was wir ihn verwenden können. Ton findet man an den verschiedensten Stellen und meist beabsichtigt man gar nicht, welchen zu finden. Aber als Töpfer sehe ich Ton eigentlich überall. Und weil es mich interessiert, nehme ich eigentlich von jeder Fundstelle, die mir interessant genug erscheint, einfach ein Stückchen mit. Hier hatte ich mal wirklich Glück. Irgendjemand hat im Wald gebaggert und hinterließ diese Wand. Gelber Ton und grauer Ton. Hochinteressant. Davon nehme ich mir etwas mit. Und der war auch schon gut durchgetrocknet. Wenn ihr zu Hause Ton findet, müsst ihr sicherstellen, dass ihr ihn komplett zurücktrocknet. Also gerade im Sommer schön auf einer Auslage breit machen und der Sonne aussetzen. Ein kleines Stück nehme ich mir schon weg und das ist ganz wichtig. Bei einer neuen Tongrube macht eine Brennprobe. Nach dem Brennen der Probe weiß man mehr. Und wie man hier sieht, trotz der vielen Steine ist es ein Klumpen geworden und der ist sogar stark versintert. Das sagt mir eigentlich, dass dieser Ton für Gefäße bei mir nicht geeignet ist. Wenn Ton so sehr sintert, dann würden die Töpfe im Ofen nicht bestehen. Sie würden einfach zerfließen. Ich mache hier eine Probe vorher. Ich nehme mir 100 Gramm Trockenton weg. Warum, das zeige ich euch gleich. Und dann wird es eigentlich Zeit, den Ton in Wasser zu geben, damit er sich auflöst. Also einmal hier in diese Probe und dann gebe ich meinen Restton auch ins Wasser. Hier kann man eine Nacht warten oder 2-3 Stunden wenigstens, damit sich der Ton komplett auflöst. Einige Zeit ist vergangen. Hier oben schwimmen einige organische Bestandteile wie Wurzeln
Und wenn ich jetzt mal umrühre, merke ich, ja, es hat sich komplett gelöst, aber es fühlt sich wirklich an wie Kies. Sehr viele Steine, sehr grob, aber das hat die Brennprobe eigentlich schon gezeigt. So, und unsere kleine 100 Gramm Gewichtsprobe, die wasche ich jetzt aus. Das heißt, wie ein Goldwäscher mache ich jetzt immer wieder Wasser dazu, damit sich die Tonteile hier rauslösen. Denn das, was ich möchte, ist eigentlich das, was ich nicht verwenden kann, die Steine. Warum ich das mache? Es ist ersichtlich, dass dieser Ton viele Steine enthält und ich möchte eigentlich wissen, wie viel von einem Kilo Ton ich eigentlich verwenden kann. Im Prinzip habe ich ja mehr Steine als Tonteile hier drin und dann interessieren mich die Gewichtsteile schon sehr. Und das, was jetzt übrig ist, diese sauberen Steine, die werden wir jetzt mal wiegen. Von 100 Gramm es geht schon über 80, 85. Sagen wir mal, der Kies ist nass und macht hier 10 Gramm aus. Dann heißt es immer noch, dass ich 3/4 vom Ton, den ich mitgebracht habe, überhaupt nicht verwenden kann. Ein Aquarianer hätte mehr Freude, denn 75% kann er verwenden in seinem Fischbecken. Kommen wir dazu, das jetzt grob zu sieben. Das zeige ich gar nicht erst. Ihr könnt euch vorstellen, wie das passiert. Und hier bin ich jetzt schon einmal mit 7 fertig, also grob vor 7. Es sind immer noch viele Steine, entsprechend kleiner, aber es fühlt sich eben jetzt an wie feiner Kies. Und schaut mal, welchen Haufen Steine ich jetzt schon herausgesiebt habe. Die richtig böse Arbeit kommt jetzt. Fein durchsieben. Ich gebe euch jetzt hier einen Tipp, der euch wirklich viel Zeit sparen wird, wenn ihr wirklich auch mal mit so etwas zu tun habt. Und zwar seht zu, dass ihr in dem Becken, in welches ihr hineinsiebt, schon viel Wasser drin habt. Denn der Ton, den ich jetzt durch dieses feine Sieb lassen werde, der verstopft die Poren sehr, sehr schnell. Und es ist ein großer Kampf, jetzt diesen Ton durch diese feinen Maschen zu bekommen. Und deswegen machen wir uns das viele Wasser im Becken zunutze. Und tauchen das Sieb immer stückweise unter, um immer wieder die Tonteile aus dieser Mischung herunter in unseren sauberen Ton zu lassen. Seht ihr, was da zusammenkommt? Ich werde es mal sammeln.
ich lasse den Film jetzt schon schneller laufen. Das ist wirklich eine sehr mühevolle Arbeit, und wenn man den wilden Ton so aufbearbeitet, dann muss man schon einiges an Zeit mitbringen. Hat man natürlich Maschinen und möchte das professionell machen, dann ist dieses ganze Video eigentlich obsolet. Mit einer Trommelmühle füllst du einfach deinen Ton in die Mühle und lässt sie über Nacht laufen, und dann würdest du wahrscheinlich auch ein völlig anderes Ergebnis haben. Es schadet nichts, wenn ihr hier richtig viel Wasser habt. Denn wenn ihr fertig seid mit Durchsieben, dann lassen wir es einfach 24 Stunden stehen, das Becken, und der Ton wird sich absetzen können. Später wird das Wasser, das überschüssige, klare Wasser, dann abgekippt, und ihr seid auf die Art und Weise sehr viel schneller. So, nichts verkommen lassen. Die letzten Reste auch noch durchsieben. Da kam nochmal eine ganze Menge an Kleinstkies oder Sand heraus, den man nicht im Ton haben möchte. So, und nun, ja, das fühlt sich schon besser an. Das ist Ton. Lassen wir es stehen und schauen morgen danach. Über Nacht hat sich der Ton abgesetzt, und wie ihr seht, 1,5 Liter zeigt der Schatten an. Das viele Wasser ist also kein Problem. Der Ton setzt sich sauber ab, und nun kippen wir das Wasser einfach ab. Nicht zu schnell, schön vorsichtig, damit der Ton im Behältnis bleibt. Ich fülle es schnell noch in einen kleinen Eimer, damit wir dann in der Werkstatt weitermachen können.
Da ist es, unser wilder Ton. So, hier in der Werkstatt habe ich es so eingestellt, dass es die Konsistenz von Angobe hat. Und ich werde einfach mal hier einen geschulten Becher da hineintauchen. Denn wie ich vermute, kann ich den Ton nicht verwenden, um daraus Gefäße herzustellen. Den restlichen Ton kippe ich in trockene Gipsform und hier entzieht der Gips dem Gemisch so lange Wasser, bis sich der Ton von Gips lösen kann. Das dauert gar nicht lange. Nach einiger Zeit ist das Wasser im Gips und ich kann die Tonstücken vom Gips relativ einfach lösen. Schauen wir mal, wie viel Ton ich nun noch zur Verfügung habe. Circa 2 Kilo. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass 3/4 davon schon an Kies weg ist, dann kann ich davon ausgehen, also der Ton hat ja auch nochmal ca. 20% Wasser, das werden also 1,6 Kilogramm sein, die mir jetzt an Tonmasse zur Verfügung stehen, also wenn es trocken wäre. Schauen wir mal, ob wir damit etwas drehen können. Er knetet sich sehr kurz, also als wäre sehr viel Sand oder Schamotte im Ton. Fühlt sich nicht gut an. Seht ihr hier? Wann immer ich drücke, reißt er hinten wieder auf. Aber wir probieren es. So, ich nehme mir ein Stück weg für einen Becher. Ja. Oh, die Batterie der Waage ist alle. Dann machen wir es ohne Wiegen. Es ist ja ohnehin nur ein Test. Los geht's. Lässt sich nicht angenehm drehen, fühlt sich sehr sandig an. Und ich habe eigentlich auch sehr viel Abrieb. Ich werde lieber nicht zu doll dran ziehen.
naja, mit etwas Geduld lässt sich etwas aus diesem Ton herstellen. Spaß ist was anderes. Es ist wenig plastisch, lässt sich schwer bearbeiten und wenn ich mir das im Verhältnis zu Ton vorstelle, den ich kaufen kann, dann ist das hier wirklich kein Fortschritt. Aber wenn das Ziel einfach nur Keramik herstellen wäre, dann nimm die Kaufmasse. Zuverlässig, günstig, spart Zeit. Aber hier bei White Clay sind wir in einem völlig anderen Feld. Vielleicht ist der Ton ja aus deinem Garten, von einem Ort, an den du immer wieder gern zurückkommst, aus dem Urlaub oder was sich mit einem besonderen Erlebnis verbindet. Plötzlich entsteht Keramik nicht einfach aus Ton, sondern dann aus Erinnerung. Oder man hat Freude einfach daran, diesen gesamten Weg selber zu machen, zu gehen. Ton finden, aufbereiten und mit eigenen Händen irgendwas draus zu machen. So hat Keramik vor 5000 Jahren irgendwann mal begonnen. Dass halt hier am Ende nur 25% vom Ton wirklich verwendbar sind, macht eigentlich die ganzen Dimensionen klar. 75% schmeiße ich weg. Das ist für ein großes Projekt einfach nicht interessant. Kleine Schmuckstücke, kleine Keramiken, persönliche Serie, alles gut. Und die vielen Arbeitsschritte haben sich trotzdem gelohnt. Sie haben gezeigt, du kannst Ton finden, du kannst was draus machen. Aber schon nach der Probe war für mich klar, dass ich mit diesem Ton bei meinen Temperaturen nichts herstellen kann. Also auf der Scheibe und dann Brennton als Gefäß. Der Schmelzpunkt ist hier einfach viel zu niedrig. Allerdings muss man ja auch sagen, ich hatte ja eine völlig andere Vermutung, nachdem ich die Probe gesehen habe und habe, wie ihr gesehen habt, einen Becher auch damit mal engobiert oder glasiert und das Ergebnis könnt ihr jetzt hier sehen. Eine Lehmglasur vom Allerfeinsten. Meine Vermutung lag richtig und manchmal liegt der Wert vom Ton also gar nicht darin, was du daraus drehen kannst, sondern was du später daraus für Keramik überhaupt machen kannst. Und genau das macht White Clay wirklich so interessant.